Ein kühner Plan. Die Region um Fulda soll ein Silicon Valley für grüne Lebensmittel werden. Wir haben hier wirklich Riesenpotenzial. Also einmal mit den vielen Menschen, die richtig ticken, die richtige Gedanken haben. Unser Ziel ist es wirklich, dass wir nachhaltige regionale Produkte herausbringen, die die Lebensräume schützen. Wir wollen aber auch eine Plattform schaffen für andere Gründer, für andere Menschen, die genauso denken wie wir und da was bewegen wollen. Es geht ja auch darum, mit solchen Leuten dann wirklich hier so ein Spirit entstehen zu lassen hier in der Region. Das ist eine große Vision, aber das ist eigentlich auch das, was es spannend macht. Ansätze gibt es genug. Die Fuldaer Hochschule mit ihrer Lebensmittelforschung und die vielen Landwirte in der Region. Genau da wollen diese 4 ansetzen mit ihrer Idee. Sein Konsumverhalten zu ändern, das langt nicht mehr. Man muss wirklich anfangen, größer zu denken, wirklich Sachen anzuschieben, die sehr, sehr viel bewegen können und anfangen, utopisch zu denken. Bevor Utopien wahr werden, geht es erstmal ganz banal in der Küche los. Sabine Steinbeck versucht, eine grüne Wurst zu machen. Green Wurst. Green Wurst heißt wenig Fleischanteil, aber Fleischanteil, weil wir keine zusätzliche vegane oder vegetarische Wurst auf den Markt bringen wollen. 15% Fleisch sollen es sein. Das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation für eine gesunde Ernährung. Sabine ist Gastroberaterin und macht zum ersten Mal im Leben Wurst. Also ich sag mal so, eigentlich ist es mein Spritzgebäckgerät. Und da man damit nicht nur Spritzgebäck machen kann, sondern auch Wurst, habe ich gedacht, ach. Ein Lammdarm über die Tülle und schon sieht's aus wie bei Profis. Jetzt noch die Bratprobe. Ja, guck. Sah gerade noch schön aus, geht auseinander. Schade. Jetzt hat Sabine nur noch eine Wurst übrig, die sie anbieten kann. Michel Günther vom Team der Fuldaer Foodies mit Haltung ist zum Testen gekommen. Er hatte die Idee zu dieser Öko-Wurst. Ich habe ja einen Darm vom Lamm genommen, Ja, gut. und der ist eigentlich hitzebeständig und gut zum Anbraten. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil es so ein Anfängerdarm ist. Kartoffel hast du drin? Kartoffel habe ich drin. Vorgekocht? Ja. Ja? Ja. Ist auch wieder Wasser. Ne? Es kann sein, dass es zu viel Wasser, dass es dann... Ach so, meinst du, Das sind allererste Versuche. Das Grundrezept der Wurst wollen sie an eine Lebensmitteltechnologin an der Hochschule Fulda weitergeben. Von der Würze her ist sie gut. Aber Ja, so ein bisschen mehr Stabilität müssten wir reinkriegen. oder wir steigen um auf Frikadellen, dann passt. Ja, genau, oder auf dem Mousse. Green Mousse. Green Wurstmus. Jetzt habe ich ja noch Glück, dass wir in der Pfanne gebraten haben. Stell dir mal vor, es wäre mir über den Grill gelaufen. Da müssen Profis ran. So viel steht fest. Für das Projekt haben die beiden Mitstreiter. Treff beim Fuldaer Kaffeeröster Heiko Reinholz. Hier schmieden sie gemeinsam Pläne, um das Green Food Valley voranzubringen. Michel Günther hat sie zusammengebracht. Im Endeffekt geht es darum, Startups zu finden, zu fördern und so ein Startup-Atmosphäre zu schaffen in der Region Fulda und vielleicht auch selbst die zeigen, wie könnten denn gute Produkte aussehen, die fürs Klima gut sind und trotzdem wirtschaftlich funktionieren. Es gibt hier schon ganz viele tolle Landwirte, es gibt hier Pioniere im Biobereich. Wir haben mit Frankfurt einen Zielmarkt vor der Haustür sozusagen, wo wir auch relativ gut hochwertige Produkte da noch absetzen können. Also ich denke schon, dass wir hier sehr gute Voraussetzungen haben. Die 4 wollen Aufbruchsstimmung erzeugen und neue Produkte entwickeln, haben eine Firma gegründet. Sabine ist die Geschäftsführerin der Foodies mit Haltung. Sie berät schon Gastrobetriebe zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist eine große Vision, aber das ist eigentlich auch das, was es spannend macht. Das ist wirklich nicht dieses Klein-Kleines, sondern dass wir groß denken. Und als Michel dann aber zu mir kam, habe ich gedacht, da ist tatsächlich etwas, wo ich viel mehr bewegen kann, als wenn ich einzelne Betriebe unterstütze. Heiko Reinholz verkauft in seiner Rösterei Kaffee aus nachhaltiger Produktion. Jeder bringt so seine Note mit rein und ich glaube, im Verbund, in der Gemeinschaft können wir schon sehr viel erreichen. Ich sehe das bei mir wirklich den Klimawandel konkret auf der Streuobstwiese. Mir sterben die alten Bäume weg. Bei den Jungen habe ich Mühe, die durchzubringen. Das heißt, der Klimawandel ist schon konkret da mit diesen extremen Temperaturen und Wassermangel. Und wir müssen einfach versuchen, die größtmögliche positive Wirkung zu schaffen, um diese extreme Veränderung aufzuhalten.
Mit ihrem Silicon Valley für Green Food in der Region um Fulda und mit ganz konkreten Produkten. Christoph Jestedts Kerngeschäft ist der Obstanbau. In der Biokälterei Elm lässt er verschiedene Getränke herstellen. Elm ist in der Region führend in der Getränketechnologie. Christoph will Harald Elm für eine Idee der Foodies gewinnen. Ein regionaler Haferdrink, nachhaltig in Glasflaschen abgefüllt. Es gibt jetzt wirklich den klaren Trend zu veganer Ernährung. Ja, das stimmt. Da ist Hafermilch ein großes Thema. Und bis jetzt haben wir vor allem da Akteure von Schweden, große Konzerne, die das bespielen, wo dann der Hafer über weite Strecken transportiert wird. Und ich denke, das können wir regional. Das ist auch was hier in der Region gut wächst. Klingt nach einer guten Idee, ist aber durchaus schwierig, müssen sich Christoph und Sabine vom Fachmann sagen lassen. Es gibt Probleme mit dem Haltbarmachen in Flaschen. Hafermilch ist meist in Tetrapacks abgefüllt, denn Glasflaschen könnten dabei platzen. Wir können in der Glasflasche nicht über 100 Grad gehen, um das im Endeffekt zu pasteurisieren. Und die veganen Milchprodukte sind ja ähnlich wie Milch. Und da brauche ich normalerweise Pasteurationstemperaturen von 140 Grad. Und noch etwas macht ihm Probleme. Er braucht für den Drink ein Hafermehl ganz ohne Spelzen, also ohne die feinen Hüllen, die jedes Haferkorn fest umschließen. Ja, sehe ich auch so. Es gibt hier in der Region, weil du ja die kurze Wege machen willst, keine Mühle, die den Hafer entspelzen kann. Okay. Das heißt, man müsste im Prinzip dann auf einen anderen Hafertyp gehen. Den nennt man Nackthafer. Das heißt, das ist ein Hafer, eine Züchtung, die ohne Spelzen angebaut wird. Harald Elm ist bereit mitzumachen. Er muss jetzt eine Lösung für das Flaschenproblem suchen und in seinem Labor herausfinden, wie gut sich Nackthafer zu Milch verarbeiten lässt. Christoph auf der Streuobstwiese vor seinem Elternhaus. Er hat eigentlich Lehramt studiert, dann aber die Beamtenlaufbahn sausen lassen und den Hof übernommen. Die Vorstellung, dass hier nach 200 Jahren Obstanbau aus der Wiese womöglich Bauplätze werden, fand er unerträglich. Ich bin jetzt hier die 10. Generation und die Generationen haben diese Wiese immer gepflegt, immer betrieben. Also das heißt, wir haben ein reiches Erbe. Aber natürlich dann auch ökologisch die Vielfalt, die wir hier haben, das ist einzigartig. Streuobstwiesen, da leben bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten. Es gibt eigentlich keine artenreichere Lebensräume als die Streuobstwiese bei uns. Und das möchte ich einfach erhalten und auch weiter pflegen. Christoph hat selbst miterlebt, wie solche Bäume abgesägt wurden für ertragreiche neue Züchtungen. Hier bauen noch Spechte ihre Höhlen und viele Insekten nisten in den Bäumen. Christoph setzt bei der Vermarktung auf die alten Sorten mit ihren unterschiedlichen und besonderen Aromen. Seinen Apfelgetränken hat er ein ganz neues Image gegeben. Wiesenkiez heißt die Saftschorle mit dem schicken Etikett. Und das wollen wir einfach auch darstellen, dass das Vielfalt ist. Und was ist ein vielfältiger Lebensraum der Stadt? Das ist der Kiez mit vielen bunten Vögeln im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben wir hier auf der Wiese auch und das wollten wir einfach über das Etikett ein bisschen widerspiegeln. Ja, das ist Natur. Auch ich bin ein Biotop. Hier ist Christoph aufgewachsen, in Niederrode bei Fulda. Viele Bäume haben seine Groß- und Urgroßeltern gepflanzt. Mein Vater, der hat das mit ganz, ganz viel Herzblut auch weiter aufgebaut und fortgeführt. Und ich glaube, es wäre schon tatsächlich für ihn ein harter Schlag gewesen, wenn diese Kette da komplett abgebrochen wäre und auch sein Stück weit Lebenswerk dann nicht weiter fortgeführt worden wäre. Schon als Kind hat Christoph hier Äpfel geerntet. Die vielen alten Sorten sorgen für den besonderen Geschmack seiner Getränke. Manche der Bäume auf dieser Wiese sind 80 bis 100 Jahre alt. Es ist generell auch immer erstmal viel Bildungsauftrag. Die Menschen, die denken halt, der Apfelsaft im Supermarkt, das ist jetzt auch natürlich von der Streuobstwiese. Leider ist das nicht so. Der meiste ist irgendwo importiert aus China oder sonst woher. Und das sind Plantagen, die bis zu 30 Mal gespritzt werden. Das hat mit diesen Lebensräumen nichts zu tun. Das heißt, wir müssen den Menschen auch erstmal wirklich nahebringen, was ist denn der Unterschied? Und was macht das, was wir konsumieren, mit den Lebensräumen, wo die Produkte herstammen? Das ist wirklich unsere Mission, die wir da zusammen gemeinsam angehen möchten. Deshalb ist Christoph nicht nur die eigene Streuobstwiese wichtig. In der Rhön haben die Foodies mittlerweile einen Landwirt gefunden, der Nackthafer anbaut.
Die Ernte haben sie ihm abgekauft. Die wollen sie dann zum regionalen Haferdrink verarbeiten lassen. Eine Probe davon bringt Christoph zur Erlenmühle, einem Betrieb in der Nähe von seinem Elternhaus. Müllermeister Jörg Schönborn soll sich den Nackthafer schon mal anschauen. Wenn du jetzt mal ganz genau guckst, da sind noch welche dabei, wo der Spelz noch rundherum ist. Ja. Die müssen natürlich vorher raus, aber da ist auch relevant, wie hoch der Anteil da ist. In diesem Fall ganz klein. Und der Müller kann die Spelzen rausbekommen. Er lässt die Probe durch seine Maschinen laufen. Es sieht gut aus. Christoph und die Foodies sind ihrem regionalen Haferdrink einen Schritt näher gekommen. Regionale, nachhaltige Produkte. Das bewegt Michel schon länger. In Hettenhausen in der Rhön hat er vor ein paar Jahren eine Eisdiele aufgemacht. Essbare Becher und Löffel, vegane Sorten, keine Farbstoffe. Eis mit guten Zutaten. Ich denke gerade, dass meine Generation, ich bin jetzt genau 50 und seit ziemlich genau 50 Jahren ist es der Wissenschaft bekannt, dass diese Klimakrise kommen wird. Und habe gesagt, das kann man nicht alles auf den Schultern der Greta, die aber sinnbildlich auch für alle anderen Leute in dem Alter stehen. Und Leute in meinem Alter, klar, jeder sagt, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber so richtig habe ich das Gefühl, es ist immer noch nicht angekommen. Und ich fühle mich da auch selbst verantwortlich. Meine Tochter ist auch 18 und ich möchte eben nicht, dass sie irgendwann zu mir sagt, Papa, ihr wusstet doch, dass das alles kommt, warum habt ihr nicht mehr gemacht? Und ich will dann sagen können, ich habe das gemacht, was ich denke, was ich machen konnte. Ich habe es zumindest probiert. In seiner Eismanufaktur arbeitet Michel mit einem jungen Team. Auch immer wieder mit Studierenden der Hochschule Fulda bei Praktika oder Bachelorarbeiten im Lebensmittelbereich. Verrückte Ideen wie Rhöner Heueis kommen gut an. Seine Früchte bezieht Michel überwiegend aus der Region. Die Beeren hat Christoph geliefert. Michel findet es schade, dass trotz der vielen jungen Experten im Lebensmittelbereich wenig passiert, dass kaum neue Firmen mit nachhaltigen Produktideen gegründet werden. Generell ist es so, dass die Landkreis Fulda oder die Stadt Fulda die schlechteste oder die geringste Gründerquote hat von allen hessischen Kommunen. Das liegt auch daran, dass es diesem Landkreis, dieser Stadt eben relativ gut geht, dass viele auch gar nicht die Bedürfnisse haben zu gründen. Aber es gibt auch viele potenzielle Gründer, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, die auch vielleicht einfach nur ein bisschen Unterstützung brauchen in Bereichen, wo sie nicht so fit sind. Das heißt, sei es im Marketing, Social Media, sei es wie spreche ich den Lebensmitteleinzelhandel an, wie mache ich einen Online-Shop. Und da haben wir in der Kombination schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und die würden wir dann auch gerne weitergeben. Für die Greenwashed sind Michel und Sabine auf dem Weg in die Hochschule. Sie haben die Studentin Alina Müller von den Lebensmitteltechnologen mit der Wurstrezeptur beauftragt. Sogar einen Rhöner Sternekoch haben sie ins Boot geholt. Björn Leist soll der Wurst geschmacklich den gewissen Pep geben. Alina arbeitet noch an der Konsistenz. Bei dem hohen Gemüseanteil alles nicht so einfach. Ich habe es den Professoren vorgestellt und auch dem Leiter von dem Technikum und die waren eigentlich alle recht angetan. Waren sogar überrascht, dass es schon in der relativ kurzen Zeit, ich glaube seit 3 Monaten hat es jetzt irgendwie angefangen und so weit ist, ne, dass er dann jetzt, sie braucht jetzt 20% Fleischanteil, damit es stabil bleibt. Und, schade, ja. Ja, aber selbst das wäre schon ein Riesenschritt. Wobei, wenn du sagst, sie waren überrascht, dass sie in 3 Monaten schon so weit ist. Ne? Also ich habe gedacht, in 3 Monaten wären wir schon auf dem Markt damit. Also es zieht sich jetzt doch irgendwie wieder länger, als ich es irgendwie erwartet habe, muss ich echt sagen. Die Foodies hatten sich das leichter vorgestellt. Je länger es dauert, desto höher werden schließlich auch die Kosten für die Entwicklung der grünen Lebensmittel. Braucht schon wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und es sind auch sehr viele Sachen, die parallel laufen mit der Wurst, mit der Hafermilch, dann mit unserem Grundgedanken, dieses Green Food Valley zu etablieren. Und es ist auch auf Dauer, sag ich mal, so nicht haltbar. Ne? Also das wissen wir auch. Also wir wollen ja gerade dieses Green Food Valley zu installieren. Das ist brutal viel Arbeit. Man muss unheimlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Und wir wollen es ja auch nicht selbst betreiben, sondern wir wollen es ja anstupsen oder mit begründen und auch mitwirken und hoffen, dass es dann irgendwann mal eine Phase gibt, wo wir uns wieder mehr auf unsere Sachen konzentrieren können. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, es macht uns auch unheimlich viel Spaß und auch zu sehen, wie die Sachen wachsen und so, das gibt uns, also zumindest mir, sehr, sehr viel Kraft. Drinnen laufen die Testwürstchen aus der Maschine. Der Sternekoch kommt aus einer Metzgerfamilie. Er wird das Ergebnis geschmacklich testen. Das sieht schon professionell aus. Die ersten Chargen sahen weniger professionell aus. Es war eben so, dass man bei der gebratenen Wurst komplett die Füllung wieder rausdrücken konnte. Es war eigentlich eher wie Knete.
Und da habe ich eben im Laufe der Versuche erstmal versucht, den Wasseranteil in der Wurst zu verringern. Wir hatten anfänglich gekochte Kartoffeln, die habe ich weggelassen. Das Wasser zum Quellen von Haferflocken, das wir verwendet hatten, hatte ich weggelassen. Dann hatte ich aber immer noch das Problem, dass es zu sehr plastisch war, also eher so eine knetige Konsistenz. Und habe dann eben mit verschiedenen Hydrokolloiden, eben Stoffen, die Wasser binden, versucht, so eine gewisse Elastizität und Festigkeit zu erzielen. Mal sehen, was der Profi jetzt sagt. Der Sternekoch, die Foodies und das Hochschulteam. Alle sollen ein Urteil abgeben. Also wir kommen der Sache schon auf alle Fälle näher. Wirklich auch die Konsistenz, dass die jetzt so gut gelungen ist, das freut mich total. Die Konsistenz ist gut, die sieht unheimlich gut aus. Also wenn man von außen schaut, sieht aus wie eine Wurst. Geschmacklich, glaube ich, kann es noch ein bisschen mehr Bums haben. Vielleicht zusätzliche Kräuter, Minze könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht auch was Saures, ein bisschen Zitronenampfer, irgendwie sowas, dass man noch so ein bisschen was ganz Eigenständiges entwickeln, so wirklich so ein Geschmack, wo jeder sofort merkt, ach, das ist die Green Wurst. Das ist so das Ziel für die nächsten Wochen. Das sind, glaube ich, jetzt noch Nuancen. Das Gesamtbild stimmt und da kommen wir bestimmt auch noch hin. Also noch vielleicht 3, 4, 5 Versuche und dann haben wir es soweit. Die Marktreife endlich in Sichtweite. Mit den Wurzelballen, was hast du dabei? Das wäre Speierling. Das dürfen wir nicht dahin machen, weil die sollen ja zu den Bieren. Mit Gärtnermeister Georg Leinweber startet Christoph schon das nächste Projekt. 35 verschiedene Bäume und Sträucher pflanzen sie auf die neue XXL-Streuobstwiese. Durch den Klimawandel hat Christoph einige seiner alten Bäume verloren. Es gibt ja über 3000 verschiedene Apfelsorten. Hier in der Region gibt es so 50 spezifische Sorten. Und wir wollen einfach schauen, dass wir diese alten Sorten erhalten und auch den Vorteil haben natürlich, dass die hier perfekt für das Klima angepasst sind. Direkt neben seiner alten Wiese wird ein neuer Lebensraum entstehen. 3-mal so groß. Mit Schafswolle als Wasserspeicher gegen die Dürre. Das will Christoph hier mal ausprobieren. Die Wolle dient gleichzeitig als Dünger und gibt nach und nach Nährstoffe an den Boden ab. Das geht jetzt dann schon los, dass sie nach 6, 7 Jahren, da hängen schon mal ein paar Äpfel dran zum Beispiel. Aber bis die richtigen Ertrag stehen, also wirklich der Hochstamm richtig dann loslegt, das sind 25, 30 Jahre. Das heißt, da haben wieder meine Kinder da was davon und auch noch meine Enkelkinder. Aber meine Vorfahren waren ja auch fleißig, haben auch immer wieder gepflanzt. Davon profitiere ich. Das hat Christoph nicht immer so gesehen. Als Kind hat mir es nicht immer nur gefallen, weil es war schon so natürlich, dass man halt im Hof einfach mit ran muss. Das heißt, ich war dann wirklich auch bei der Apfelernte dabei, auch bei den Johannisbeeren, wenn da Unkraut gehackt wurde. Während dann viele Freunde im Schwimmbad lagen, da war ich schon dann manchmal so, dass ich da gesagt habe, nee, das ist für mich später mal nichts. Aber dann, als ich älter wurde, war die Entscheidung wirklich da, okay, ich will das weiterführen. Dieses Werk einfach von vielen Generationen, das will ich nicht abreißen lassen und das ist auch Teil meiner Identität und das will ich auch wirklich weitermachen. Gegen den Klimawandel, wie das Hafermilchprojekt der Foodies. In der Kälterei erklärt Harald Elm, wie er die Probleme mit den Glasflaschen gelöst hat. Er hat den pH-Wert genau eingestellt und die Temperatur angepasst, damit der Haferdrink auch haltbar ist. Eine Probeabfüllung läuft schon. Also ist natürlich dann immer auch geschmacklich wieder eine Ausbalancierung. pH-Wert macht was mit dem Geschmack. Und da sind wir dran und nähern uns wirklich in kleinen Schritten dem an, so wie wir es haben möchten. Das ist nicht ganz einfach. Wir wollten eigentlich auch schon früher auf den Markt kommen. Das wird womöglich noch länger dauern. Harald Elm hat jetzt Probleme mit dem Nackthafer. Wir haben im Endeffekt nach der ersten Verkostung festgestellt, dass wir bei dem Nackthafer einen größeren Bitterton kriegen. Das ist der geschmackliche Nachteil momentan. Da müssen wir noch mal dran arbeiten, um da vielleicht eine Verbesserung noch zu erzielen. Im Labor machen Christoph und Sabine selbst den Test. Mit dem leicht bitteren Geschmack wollen sie ihren Haferdrink auf keinen Fall auf den Markt bringen. Ein Rückschlag für das Greenfood Valley. Ich glaube nicht, dass im Silicon Valley das alles so reibungslos über die Bühne ging. Ich höre mir da ganz gerne immer Biografien an von Elon Musk oder anderen natürlich. Und ja, die standen immer wieder vor der Pleite, die hatten immer wieder technische Probleme. Dann ist der Raketenstart völlig in die Hose gegangen. Ich glaube, das gehört zum Gründen dazu. Also da kann man sich, glaube ich, gerade an solchen Beispielen dann wirklich wieder dran aufbauen und sagen, wir bleiben am Ball. Also los zum Müller. Christoph muss ihm vom Desaster mit der Bitternote erzählen. Jetzt ist die Frage, was können wir da machen? Wir könnten mal gerade eventuell was probieren, dass wir die Oberfläche dadurch ein bisschen verändern. Die Maschine kann ganz viele verschiedene Granulationen herstellen. Je nachdem, was ihr dafür eine braucht, das ist kein Problem.
Perfekt, wenn du mir da so 2, 3 Proben vorbereiten könntest, dann können wir es beim Elm antesten. Jörg Schönherr tauscht ein Sieb aus. Damit verändert er den Mahlgrad und die Oberfläche der gemahlenen Körner, auf der die Bitterstoffe sitzen. Zwei unterschiedliche Mehlproben gibt der Christoph jetzt zum Austesten mit. Und da siehst du, dass das gröber ist. Und das heißt ja, dass die Oberfläche etwas geringer ist. Und da muss man mal dann gucken, ob bei dem Prozess beim Herrn Elm, dass da dann weniger Bitterstoffe rausgezogen werden. Ob das klappt, muss Christoph jetzt wieder mit dem Getränkefachmann klären. Der Kaffeefachmann Heiko ist für einen anderen Test mit der Hafermilch zuständig. Bei der geplanten Barista-Variante muss das Aufschäumen gut funktionieren. Gut aus. Also beim Aufschäumen war die Cremigkeit super. Hat sich auch ganz gut gießen lassen, aber es fehlt die Stabilität. Also der Schaum ist schon relativ dünn. Da müssen wir noch mal ran. Christoph. So jedenfalls kann Heiko die regionale Hafermilch noch nicht in seinen Cafés anbieten. Heiko hat schon verschiedene Auszeichnungen für seine Rösterei bekommen. Kaffee begeistert ihn schon lange. Ich habe mich unglaublich intensiv damit auseinandergesetzt, viel gelernt, angefangen zu Hause über offenem Feuer mit so einem Handröster Kaffee zu rösten. Freunde, Nachbarn dann mit Kaffee versorgt. Der war am Anfang nicht ganz so lecker. Seitdem war er selbst oft in den Anbaugebieten. Er weiß, wie viel Arbeit im Kaffeeanbau steckt, bis die Bohnen hier in seiner Röstmaschine landen. Wenn ein Päckchen Kaffee für 3 €, das rund im Regal steht, muss man sich einfach mal überlegen, wo kommt dieses Produkt her, welchen Weg hat er hinter sich und was bekommen die Menschen, die dafür arbeiten letztendlich. In Deutschland gibt es eine Kaffeesteuer, 2,19 € pro Kilo Röstkaffee. Also wenn man das mal von den 3 € abzieht, dann bleibt für das Produkt nicht mehr viel übrig. Und wir zahlen unsere Farmer direkt, wissen genau, wo kommt unser Geld an und haben dadurch direkten Einfluss aufs Produkt, auch auf die Lebensbedingungen, auf die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort. Und das ist mir unglaublich wichtig. Aus dem gleichen Grund ist er auch bei den Foodies mit Haltung dabei. Fair bezahlter Kaffee, greenwashed. Die Foodies haben eine Agentur beauftragt, um ihre Wurst zu bewerben. Das ist ja der Gedanke, den wir hierbei auch. Green, einfach um das Moderne zu zeigen, aber auch zu zeigen, wir kommen aus Hessen und dann das Wash zu nehmen, was ja schon eine sehr harte Kombination von den beiden Wörtern ist. Ja, es war meine Idee. Ich glaube, Namensfindung ist immer sehr wichtig. Das Wash, das Hessische, es kommt möglichst viel aus der Region und soll auch ein bodenständiges Produkt sein, wo auf den Grill geworfen wird, wo die Leute dann Spaß haben, wenn sie das essen und so. Alexander Steinbeck hat verschiedene Entwürfe gemacht. Demnächst soll ein Fuldaer Metzger die Greenwashed herstellen. Und da muss natürlich das Verpackungsdesign stehen. Genauso beim Haferdrink, den es jetzt in der Pur, der Barista und auch in einer Chai-Variante gibt. Was natürlich cool ist, dass das kein Stockfoto ist, sondern dass das wirklich unser Feld ist. Ne? Also das ist halt das, was ich hammerschön finde auch. Hammerschön auch, dass die Milch jetzt schäumt und nicht mehr bitter ist. Die ersten Flaschen werden in der Firma Elm für den Verkauf abgefüllt. Das ist ein tolles Gefühl. Wir haben da lang dran gearbeitet. Das ist dann ein bisschen wie das kleine Baby quasi, was zur Welt kommt. Und ja, man freut sich einfach, man will rausgehen zu den Kunden, will das vorstellen. Dafür haben die Foodies mit Haltung 4 regionale Start-ups auf die Streuobstwiese von Christoph eingeladen. Die sollen auch ihre eigenen Food-Ideen präsentieren. So, bitteschön. Vielen Dank. Eigentlich sollten 30 Lebensmittelprojekte dabei sein. Corona-bedingt dürfen aber nicht so viele Menschen auf die Wiese.
Also wir haben mal so eine schnelle Liste erstellt, da waren es, glaube ich, 15 Startups, die es schon in der Region gibt, plus nochmal so 20, 30 Projekte, die potenzielle Startups werden könnten. Ne? Vieles natürlich aus der Hochschule in Fulda, also da ist aus allen Bereichen, die irgendwie gerade im Food-Bereich diskutiert werden, was dabei. Also es geht um Insekten als Lebensmittel, da geht es um Fleischersatz, es geht um die Verbindung Food und IT oder Digitalisierung. Also das sind sehr, sehr spannende Sachen, wo ich auch glaube, dass da richtig große Sachen auch daraus entstehen können. Das ist ja schließlich auch der Plan für das Green Food Valley, das die Foodies hier anstoßen wollen. Mit jungen Leuten, die gute Ideen haben. Wie diese proteinreichen Linsenwürfel, herzhaft oder süß. Die Rezeptur habt ihr entwickelt? Genau, die haben wir entwickelt. Das war zunächst ein Hochschulprojekt, dann haben wir aber so viel positives Feedback eben bekommen, dass wir gesagt haben, es wäre zu schade, wenn man die Idee im Sand verlaufen lässt. Ihre Linsenwürfel wollen sie jetzt der Fuldaer Gastronomie anbieten. Nebenan Spaghetti in Waffelform aus dem Toaster. Mit Pesto oder Tomatensauce. Soll dann zum Mitnehmen verkauft werden. Die Idee ist im To-Go-Bereich geboren worden. Ich habe aus gesundheitlichen Gründen musste ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Ich habe mal 120 Kilo gewogen, hatte Herzrhythmusstörungen und so weiter und habe dann festgestellt, wie schwierig das ist an Bahnhöfen oder sonst, wenn man unterwegs ist, gesundes und leckeres und irgendwie nachhaltiges Essen zu finden, das man mit gutem Gewissen zu sich nehmen kann. Und als ich dann angefangen habe zu entwickeln, zu Hause mit meinem Waffeleisen und dann da Nudeln reingepackt habe und so weiter, ist mir halt aufgefallen, dass es schmeckt. Ich würde es dir gerne mal anbieten. Und zwar, du kannst das Stück nehmen und ohne Besteck verzehren. Das ist die Variante Klassik mit Pesto. Ziemlich verrückt. Und genau da wollen die Foodies mit anpacken, dass solche Ideen im Fuldaer Green Food Valley verwirklicht werden können. Prinzipiell in allem, wo wir irgendwie helfen können, sei es jetzt irgendwie Vertriebswege zusammen zu gehen, dass wir sagen, hier, guck mal, das ist ein Ort oder eine Location, wo wir denken, dass es da gut reinpasst, aber auch bei der Produktweiterentwickeln und bei allen möglichen, auch beim Marketing zusammenzuarbeiten. Aber es geht ja auch darum, mit solchen Leuten dann wirklich hier so ein Spirit entstehen zu lassen. Die Köchin Laura Wendel mixt Backmischungen mit Märchenbezug. Wunderbar. Okay. Tanja Vierhaus baut im Stadtgebiet Fulda Gemüse an und liefert Gemüsekisten. Sie hält dabei die Wege vom Feld bis zu ihren Kunden ganz besonders kurz. Und die Foodies lassen jetzt ihre Hafermilch ohne Bitternote von den Ernährungsprofis testen. Eine schöne, natürliche Süße. Schmeckt gut. Die ist auch richtig cremig. Wow, das ist eine Hafermilch, bei der kommt der Geschmack, beziehungsweise dieses Haferige so richtig mit raus. Super. Bin positiv hier überrascht. Ein guter Start auf der alten Streuobstwiese für den regionalen Haferdrink, Christophs Baby. Er will heute auch selbst mal die Barista-Variante testen, die ihm und Heiko so viele Probleme mit einem stabilen Schaum gemacht hat. Wir haben Stammkunden auch schon mal probieren lassen, die waren begeistert. Also viele fragen schon nach, wann es dann die abgefüllten Flaschen endlich auch für zu Hause zu kaufen gibt. Endlich auch der Start in die Grillsaison für die Greenwurst. Diesmal ist keine geplatzt. Ein langer Weg seit Sabines ersten Versuchen in ihrer Küche. Danke. Mhm. Schmeckt sehr gut. Ja? Mhm. Also von außen echt super knackig, innen noch ein bisschen weich. Schmeckt sehr gut, ja. Also merkt man kaum, dass so wenig Fleisch drin ist. Kann ich mir super auf dem Grill vorstellen. Also bin sehr zufrieden. Also die Wurst kam gut an, der Geschmack kam gut an und was ich auch sehr gut fand, dass es wirklich diesen Spirit, den wir hier in Fulda erleben wollen, dass der schon so ein bisschen zu fühlen und zu greifen war. Also jeder tauscht sich aus, jeder redet miteinander, jeder versucht irgendwie reinzufühlen, was das andere Produkt für Schwierigkeiten und Chancen mit sich bringt. Es bewegt sich was und das ist das Schöne, dass wir einfach sehen, so ein kleiner Aufbruch. Wir sind noch kein Silicon Valley. Noch längst nicht, aber wir arbeiten dran. Es gibt tolle neue Start-ups mit guten Ideen und wir freuen uns darauf, gemeinsam den Weg zu gehen und gemeinsam wirklich was zu bewegen.